Hallo, was ist die Hydrocephalus-Krankheit? Das haben wir bereits erwähnt. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie man Hydrocephalus versteht und entdecken kann. Wir haben erwähnt, dass der obstruktive Hydrocephalus hauptsächlich bei Neugeborenen auftritt. Bei Neugeborenen sind die Schädelknochen noch nicht vollständig verwachsen. Es gibt noch Lücken auf der Oberseite des Kopfes, die als Fontanelle oder weiche Stelle bekannt sind. Der Schädelknochen ist noch nicht hart. Es hat eine relativ weichere Struktur. Daher ist es zur Erweiterung geeignet. Wenn das Volumen und der Druck der Liquor cerebrospinalis im Kopf zunehmen, beginnt sich der Schädel des Babys zu vergrößern. Hier kommt der Kopfumfang ins Spiel. Der Kopfumfang eines Neugeborenen beträgt etwa 35 cm. Kinderärzte überwachen bei Kontrolluntersuchungen regelmäßig den Kopfumfang des Babys und machen sich Notizen, wenn es einen abnormalen Trend in den Perzentilen und Kurven des Kopfumfangs gibt. Das heißt, wenn der Kopfumfang größer als normal ist, wird der Kinderarzt einen Hydrocephalus vermuten. Zudem ist die Fontanelle des Babys normalerweise sehr weich und biegt sich nach, wenn man darauf drückt. Aber bei der Hydrocephalus-Erkrankung wird die Fontanelle angespannt, wie geschwollen und hart wie Stein. Aus dieser Situation lässt sich ableiten, dass es zu einem Fortschreiten des Hydrocephalus kommt. Wir sagten, dass sich beim Hydrocephalus der Schädel ausdehnt und der Kopf vergrößert. Darüber hinaus wird die Haut des Kopfes parallel zu dieser Ausdehnung dünner und die Venen können sichtbarer werden, die Augen des Babys können sich verschieben und es kann zu einer sogenannten Aufwärtsblicklähmung kommen. Das ständige Weinen und die ständige Unruhe des Babys sind weitere Faktoren, die uns hinsichtlich eines Hydrocephalus misstrauisch machen können. Mittlerweile ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass wir einen Hydrocephalus bereits im Mutterleib mittels Ultraschall problemlos entdecken werden können. Die Behandlung kann bereits im Mutterleib erfolgen. Daher kann bei einem Baby ein Hydrocephalus bereits vor der Geburt entdeckt werden. Nach der Geburt kann durch Beobachtung der Fontanellen, der Schädelhöhle und einer Ultraschalluntersuchung leicht festgestellt werden, ob die Gehirnhöhlen groß sind oder nicht. Aber natürlich erfolgt die eigentliche Entdeckung durch das bildgebende Verfahren, das wir Tomographie und Magnetresonanztomographie, MRT, nennen. Und in dieser bildgebenden Methode, der MRT, können wir deutlich erkennen, dass die Gehirnräume vergrößert, gekrümmt und wie ein Ballon aufgeblasen sind, wenn ein Hydrocephalus vorliegt. So wird ein Hydrocephalus entdeckt. Die Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere beim akuten Hydrocephalus, also dem obstruktiven Hydrocephalus, erläutern wir Ihnen und informieren Sie ausführlich in den nächsten Videos. Sie können Ihre Prüfungsanfragen auf unserer Website oder über unsere Kommunikationskanäle im Beschreibungsteil des Videos an uns senden. Auf diese Weise können wir uns in kurzer Zeit bei Ihnen melden. Wenn Sie uns zu weiteren Themen schreiben, über die Sie im Bereich der Neurochirurgie informiert werden möchten, veröffentlichen wir gerne neue Videos zu diesen Themen. Ich wünsche euch allen gesunde und schöne Tage.